Es gibt wieder einiges zu berichten über unser Wohnmobil. Über was genau, das zeige ich in diesem Video. Herzlich willkommen dazu. Wir haben den zweiten Pfingsttag und wir fahren zum Stellplatz von Variomobil. Hier werden wir übernachten und am nächsten Tag haben wir bei Variomobil einen Termin in der Werkstatt. Stellplatz ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, es ist mehr oder weniger ein Parkplatz vor dem Betriebsgelände, vor dem Tor. Hier kann man aber kostenlos stehen. Von unserem Zuhause bis hierhin zu Variomobil sind ca. 150 Kilometer. Also ist es für uns einfacher, wenn wir schon am Tag vorher da sind. Dann können wir am nächsten Morgen frühzeitig mit den Arbeiten beginnen hier. Warum sind wir hier? Wir sind nicht zufrieden mit den Dachfenstern, speziell mit dem Dachfenster im Schlafbereich. Und dann möchten wir uns einen speziellen Trecker einbauen lassen. Dazu dann aber später im Video mehr. Das sind jetzt unsere Dachfenster, speziell jetzt hier in der Küche. Im Prinzip funktionieren sie, aber es ist alles so ein bisschen instabil, das Ganze. Und dann machen die Fenster auch Geräusche, das heißt, sobald Wind ist, fangen sie an zu klappern. Das finden wir nicht so gut, deshalb wollen wir das ändern lassen. Wir haben diese Dachfenster dreimal drin, einmal im Bad, einmal im Schlafbereich und einmal in der Küche mit Ventilator. Am meisten stört es uns im Schlafbereich und deshalb wird das als erstes einmal ausgetauscht. Am Anfang waren wir sehr angetan von diesen Dachfenstern. Wir haben das Mobil ja auch intensiv genutzt, mehr als ein halbes Jahr in Spanien. Und jetzt haben wir aber festgestellt, dass die Kurbeltechnik nicht die beste ist, dass die Fenster, wenn sie leicht geöffnet sind, bei leichtem Wind schon klappern und wenn es regnet, dass die Geräusche dann sehr stark sind, dass man das stark hört im Mobil, besonders im Schlafbereich. Bei unserem alten Vario hatten wir kein Dachfenster im Schlafbereich. Das geht heute nicht mehr. Heute ist das Vorschrift, beziehungsweise es ist eine Zwangslüftung Vorschrift und deshalb nimmt man ein Dachfenster auch im Schlafbereich. Man kann eine Zwangsbelüftung auch anders herstellen. Man könnte eine Öffnung im Schlafbereich nach außen hin anbringen, aber das wollten wir nicht. Also kommt ein anderes Dachfenster dort in diese Aussparung rein. Das alte Dachfenster ist schnell rausgenommen. Wir haben hier eine Öffnung von 40 x 40 oder 400 x 400 mm. Und hier passt ein neues Gerät oder wie soll ich sagen, ein Lüftungsgerät rein. Und das zeige ich jetzt mal. Ich hatte mir das Gerät schon auf der Messe im letzten Jahr angeschaut und mich damit beschäftigt und wir haben uns jetzt entschlossen, dieses Gerät einbauen zu lassen. Hier sind einige technische Daten. Es handelt sich um einen Dachlüfter mit Wärmerückgewinnung. Die Luft wird kontinuierlich ausgetauscht und das Gerät hat einen ganz geringen Stromverbrauch von ca. 10 Watt. Das Gerät verhindert Staub und Schimmel, Geruchsbildung und noch einiges mehr. Über Erfahrungen mit dem Gerät werde ich später noch was sagen. Im Gerät sind zwei kleine Lüfter verbaut und dann kommt dazu eine Keramikplatte. Wie genau die Funktion ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Da müsste man den Fachmann zu befragen. Der gesamte Einbau des Gerätes inklusive Stromversorgung hat ca. 2 Stunden gedauert. Wenn ich hier sowas zeige, dann geht es nicht darum, dass ich hier was verkaufen will. Es geht darum, dass ich informieren möchte und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch interessant. Ich werde gleich noch was zur Bedienung und zu den Einstellmöglichkeiten sagen. Aber jetzt habe ich noch ein anderes Thema, darüber möchte ich auch noch kurz berichten. Und zwar lassen wir uns einen sogenannten Trecker einbauen. Der ist von dem Hersteller Trakivi. Dieser Trecker, der wird irgendwo im Wohnmobil verbaut. Ich werde nicht zeigen, wo. Da man mit dem Trecker natürlich auch sein Mobil orten kann und immer weiß, wo es steht. Ich muss doch vielleicht hinzufügen, es handelt sich um einen GPS-Trecker. Damit kann man genaue Positionen ermitteln und auch Routen festhalten, die man zurückgelegt hat. Die Hardware ist so groß wie eine kleine Zigarettenschachtel und lässt sich gut irgendwo im Wohnmobil verbauen oder verstecken. Das Gerät wird an 12 Volt oder geht auch an 24 Volt angeschlossen und dann wird es vom Hersteller freigeschaltet. Man lädt sich eine App herunter und mit dieser App kann man das Ganze dann nutzen. Warum lasse ich mir das Gerät einbauen?
Dieses Gerät oder der Trecker hält fest meine Route, meine Übernachtung, meine Kilometer, die ich gefahren bin und noch einiges mehr. Ich kann das gut nutzen für meine Videos, um auch zu zeigen, wo wir wann genau gewesen sind. Das Gerät kostet 149 €, die Hardware, und die SIM-Karte kostet 60 € im Jahr. Damit hat man dann einen endlosen Datenspeicher bzw. Routenspeicher. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt sowas natürlich schon, und zwar Polarsteps oder auch andere, die sowas anbieten. Hier ist aber eben für mich wichtig, die Route wird ganz detailliert gezeigt und ich kann ganz genau nachvollziehen, wo ich gefahren bin, welche Tage ich wo übernachtet habe und noch vieles mehr. Ich brauche an nichts denken, dass ich irgendwo was einschalten muss beim Handy. Ich brauche auch nicht das Handy dabei haben. Dieser Trecker ist ja fest verbaut und hält alles genau fest. So kann ich später in meinen Videos ganz genau darstellen, wie wir genau gefahren sind. Und wenn jemand die Route nachfahren will, kann er es relativ genau sehen. Ich werde von Zeit zu Zeit immer mal wieder über das System berichten und zeigen, wie es funktioniert und was man alles damit machen kann. Jetzt aber zurück zum Dachlüfter. Der ist bei uns im hinteren Bereich des Wohnmobils verbaut und zwar über dem Schlafbereich. Jetzt fehlt uns natürlich das Fenster, brauchen wir aber nicht wegen der Helligkeit. Wir haben ja die seitlichen Fenster. Aber so haben wir aber auch es etwas ruhiger, denn wenn es jetzt zum Beispiel regnet, hören wir nicht das Trommeln auf dem Dach oder auf dem Dachfenster. Dieser Lüfter, der deckt das besser ab und man hört die Geräusche weniger. Es gibt bei dem Gerät zwei Möglichkeiten, das Gerät zu bedienen. Einmal gibt es ein kleines Display. Dort kann man das Gerät ein- und ausschalten und die verschiedenen Modis entsprechend einstellen. Oder man nutzt eine App. Darüber geht es etwas einfacher, diese Einstellungen vorzunehmen. Es gibt 4 Einstellungsmöglichkeiten. Einmal Automatik, dann gibt es Sleep, dann gibt es Turbo und dann gibt es noch Storage. Die Einstellung Storage nutzt man, wenn man das Fahrzeug abstellt, damit die Luft sauber und trocken bleibt. Dann gibt es die Einstellung Automatik, das ist der Normalbetrieb. Weitere Möglichkeit ist Sleep, das schaltet man ein nachts, wenn man ruhig schlafen möchte. Dann läuft das Gerät sehr, sehr leise, man hört es also dann kaum. Das Gerät hat auch eine LED-Beleuchtung. Jetzt ist das Gerät im Betrieb, wir haben jetzt den Automatikmodus eingeschaltet. Und man hört ein ganz leises Rauschen, wenn ich ganz nah mit der Kamera und mit dem Mikrofon rangehe. Wenn ich jetzt noch umschalte auf Sleep-Modus, dann ist das Gerät kaum zu hören. Dann gibt es noch eine Einstellung, und zwar die nennt sich Turbo. Das heißt, wenn es im Sommer sehr heiß ist und man möchte den Raum runterkühlen, dann kann man auf Turbo schalten. Dann holt er von außen, wenn es abends dann kühler wird, die kühle Luft rein und zieht die warme Luft vom Innenraum raus. Das haben wir mal getestet, auch das funktioniert. Die Luftqualität wird auch gemessen, das sieht man hier auf der App. Umso höher der Wert, umso schlechter die Luft. Bei uns ging der Wert dann bis unter 50. Inzwischen haben wir die ersten Erfahrungen mit dem Gerät gemacht. Man merkt schon, wenn man in den Raum reinkommt, dass die Luft angenehm ist. Irgendwie ist sie frischer. Dann haben wir festgestellt, dass wir ruhiger, besser schlafen. Und wir haben morgens auch nicht das Gefühl, die Nase ist geschlossen. Das hatten wir zeitweise, dass wir irgendwie den Eindruck haben, wir kriegen eine Erkältung. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. So brauchen wir in der Nacht auch kein Fenster mehr öffnen. Wir haben immer eine angenehme und frische Luft. Das Ganze ist natürlich unser subjektiver Eindruck, aber zur Sicherheit haben wir auch nochmal andere Personen in unseren Schlafbereich gelassen. Die haben mal die Luft dort getestet bzw. haben mal tief durchgeatmet und haben uns das bestätigt, dass die Luft in dem Raum sehr angenehm ist. Das war's mal wieder. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen informieren. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.